In diesem Video erkunden wir das eher unbekannte Escatron am Rio Ebro und Morella, eines der schönsten Dörfer Spaniens. Willkommen zum 6. Teil unserer Überwinterungstour 25-26. Guten Morgen! Es ist jetzt etwa 8:45 Uhr, die Sonne ist soeben aufgegangen. In der Nacht hat es leicht geregnet. Wir stehen hier auf einem relativ neuen Stellplatz. Es hat hier Platz für 4 Wohnmobile. Nur die Anfahrt gestern war nicht so spektakulär. Die Hauptzufahrt war leider abgesperrt und wir mussten durch das ganze Dorf. Und als wir links und rechts von den Spiegeln noch etwa 2 cm Platz hatten, da ist mir doch das Herz in die Hose gerutscht. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, hierher. Wir sind die Einzigen hier, es ist sehr, sehr ruhig. Hinter mir ist der legendäre Rio Ebro zu sehen. Sehr, sehr spektakulär hier. Nach einer riskanten Fahrt durchs Dorf sind wir am späten Abend hier auf dem gut ausgebauten und kostenlosen Stellplatz der Gemeinde angekommen. Der Platz befindet sich sehr romantisch direkt am Rio Ebro, unweit des Dorfes Escatron. Wir sind hier im eher unbedeutenden spanischen Landdorf Escatron. Das liegt aber sehr schön direkt am Rio Ebro. Dem Wetter zuliebe und dem wunderbaren Sonnenschein haben wir uns gedacht, machen wir doch eine kurze Dorfexkursion. Unsere Hunderunde führt uns direkt in das faszinierende Dorf in der Provinz Saragossa, das tief in der Geschichte und der kargen Schönheit der Region Aragonien verwurzelt ist. Es liegt direkt am Ebro, dem wasserreichsten Fluss Spaniens, was den Ort seit Jahrhunderten prägt. Der Ebro ist die Lebensader von Escatron. Früher war er ein wichtiger Transportweg, heute ist er vor allem für Angler ein Paradies. Die Region um Escatron und das benachbarte Gaspe ist weltberühmt für das Fischen von riesigen Welsen und Barschen. Es ist doch erstaunlich, was die Kommune alles für den gemeinen Bürger und für den verirrten Touristen gebaut hat, wie zum Beispiel diesen sensationellen Panoramaweg, auf den sich selten Touristen verirren. Das sind doch die Juwelen von Spanien, die niemand kennt. Wenn man durch dieses wunderbare Kiefernwäldchen schreitet, wird man mit dieser grandiosen Aussicht belohnt. Seht euch das mal an. Sehr bemerkenswert, was sich die Gemeinde mit dem Steuergeld alles geleistet hat, wie dieser wunderbare Kinderspielplatz zuoberst auf dem Dorf, der übrigens eine sehr geile Aussicht bietet. Weil wir ja Kinder geblieben sind, werden wir uns diesem Gerät mal näher annehmen. Wie man auch hier unschwer erkennen kann, bietet auch dieses Spielgerät enormen Spielspaß. Und wo geht schon? Auch für Frau und Hund. Okay. In diesem kleinen Dorf hat man auf dem schönsten Aussichtspunkt sogar ein Outdoor-Fitness eingerichtet. Diese Gemeinde macht sehr viel für die Bevölkerung.
Die sich in der Nähe befindlichen großen thermischen Kraftwerke bescherten dem Dorf im 20. Jahrhundert einen industriellen Aufschwung und eine moderne Infrastruktur wie bessere Straßen, Strom- und Wasserversorgung und Parks, zu dem auch der wunderbare Panoramaweg gehört. Hier leben etwa 1150 Menschen und das Landschaftsbild ist vorwiegend von trockenen Olivenhainen und Landwirtschaft geprägt. Das macht es nicht unbedingt zu einer außergewöhnlichen Perle in dieser kargen Gegend, dennoch strahlt es eine unverwechselbare Ehrlichkeit und Authentizität aus, die einen Besuch lohnenswert macht. Nicht zuletzt auch wegen der grandiosen Aussicht zu oberst vom Spielplatz auf das Ebrotal und seinem Umland. Selbst in diesem kleinen spanischen, schmucken Bergdorf hat es einen Wochenmarkt, bestehend aus 2 Gemüsehändlern und 2 Kleiderhändlern, die auch Schuhe verkaufen. Man erreicht auch relativ schnell das Dorfende. Hier oben, wo das turbulente Treiben des Dorfmarktes ein Ende findet, sind wir am Rand dieses wunderbaren spanischen, unbedeutenden Dorfes angekommen. Wahnsinn, wie schnell man hier in der Pampa steht. Nach diesem doch sehr eindrücklichen Spaziergang durch dieses doch mehr oder weniger unbedeutende spanische, aber doch wunderbare und schmucke Bergdorf sind wir wieder am Ausgangspunkt dieser Exkursion. Die Echtheit, die dieses Dorf ausstrahlt, fasziniert mich. Ich ziehe solche Dörfer, Großmetropolen wie Saragossa oder Valencia deutlich vor. Hier sieht man noch sehr eindrücklich, wie spanische Tradition gelebt wird, denn hier verirrt sich selten ein Tourist hin. Nebst einigen Bars und Cafés findet man doch auch einen kleinen Supermarkt und diverse Läden, eine Bank und 2 Kirchen. Nach dieser interessanten Erkundungstour durchs Dorf verlassen wir Escatron Richtung Süden zu einem der angeblich schönsten Dörfern Spaniens.
guten Morgen. Es ist jetzt 8 Uhr und die Sonne geht gleich auf. Wir sind hier auf dem Stellplatz der ehemaligen Nationalstraße N232, die man hier im Hintergrund sehr schön erkennen kann. Der Platz befindet sich zurzeit im Umbau. Da wird noch einiges getan mit Fähr- und Entsorgung, auch mit Strom. Übrigens, wie viel ein hat sich die Hundeleine um den ganzen Körper gewickelt. Seht euch das mal an. Man kann hier auf 2 Ebenen stehen. Hier ist die obere Ebene. Da wir wieder mal in der Nacht angefahren kamen, stehen wir jetzt auf der unteren Ebene. Gestern wollte uns doch das Navi tatsächlich bei einer Straße mit doppelter Sicherheitslinie, wo 120 gefahren wird, scharf rechts abbiegen lassen. Das haben wir selbstverständlich nicht gemacht und sind stattdessen noch eine kleine Dorfrunde gefahren. Somit haben wir den Platz von unten angefahren, denn von oben ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Übrigens hier im Hintergrund wird das neue Schrankensystem gebaut. Da werden später Schranken hingestellt und der kostenlose Stellplatz wird zum kostenpflichtigen Stellplatz. Wir stehen hier auf dem Stellplatz beim wunderbaren Städtchen Morella. Wenn wir schon mal hier sind, besuchen wir doch dieses wunderbare Kastell dort oben auf dem Berg. Ein entspannter Spaziergang von etwa 1,5 Kilometern führt uns vom Stellplatz zum mächtigen Eingangsportal San Miguel. Mit jedem Meter, dem wir uns dem Dorf nähern, sieht es immer surrealer aus. Ein riesiger Felskegel, gekrönt von einer Burg, umringt von einer lückenlosen Stadtmauer. Morella ist ein absolutes Juwel im Hinterland der Provinz Castellón und gilt völlig zu Recht als eines der schönsten Dörfer Spaniens. Die Burg ist das Herzstück und thront auf über 1000 Metern Höhe. Sie wurde direkt in den Fels gehauen und ist in 3 Ebenen unterteilt. Ganz oben auf dem Gipfel genießen wir einen 360-Grad-Blick über die wilden Berge. Die Burg wurde über die Jahrhunderte von fast jeder Zivilisation genutzt, die Spanien durchquert hat, wie den Iberern, Römern, Mauren und Christen. Aufgrund ihrer strategischen Lage war die Burg in fast allen spanischen Kriegen hart umkämpft. Morella hat heute etwa 2500 Einwohner. Trotz der geringen Größe wirkt der Ort sehr lebendig. Früher war hier ein bedeutendes Zentrum der Textilindustrie. Heute dominiert der Tourismus, was wir an den sehr gepflegten Gassen mit Dutzenden kleiner Läden und unzähligen Restaurants in diesen alten Gebäuden unschwer erkennen können.
Auf der sehr gut ausgebauten N232 rauschen wir Richtung Meer. Die Temperaturen bewegen sich um die 22 Grad und wir genießen die vorbeiziehende Landschaft, anfangs durchsetzt mit Korkeichen, dann immer mehr mit Orangenplantagen, je weiter wir gegen Süden kommen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Wir sind jetzt hier auf diesem wunderbaren Parkplatz angekommen, weil der ursprüngliche Stellplatz, den wir eigentlich hätten anfahren wollen, war überfüllt. Und deswegen dachten wir uns, sei es drum, fahren wir hier auf diesen wunderbaren Parkplatz direkt am Meer. Das Mittelmeer ist wesentlich ruhiger als der Atlantik und auch von den Temperaturen. Es ist sehr mild mit etwa 21 Grad. Wir sind jetzt hier am Mittelmeer in Spanien und genießen noch den schönen Sonnenuntergang. Das sind doch die legendären Sonnenuntergänge und Abendstimmungen, die jeder gerne hätte, von denen jeder spricht, die es aber offenbar nicht gibt. In der Vorschau zum 7. Teil erfahrt ihr, wie es weitergeht und wo wir so abhängen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seht ihr das demnächst auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir haben hier eine sehr ruhige Nacht verbracht, fahren jetzt aber trotzdem etwa 70 Kilometer weiter nach Süden. Hier auf dem dorfeigenen Parkplatz läuft sozusagen gar nichts. Die Saison scheint vorbei zu sein. Das fühlt sich noch kalt an. Das Wetter ist wieder formidabel. Wir sind jetzt hier in Colera, einem kleinen Dorf in Spanien. Ich finde es sehr faszinierend, dass auf dem gesamten Weg, den wir bis jetzt zurückgelegt haben, keine Menschenseele zugegen war. Sehr, sehr teures, luxuriöses Brustgeschirr. So geht das Geld natürlich auch flöten.